Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part von Let's Play The Witness. Im letzten Part sind wir hier hochgegangen und es hat uns noch nicht geholfen. Wir sehen zumindest, dass dieser eine Strahl von dort hinten, den wir aktiviert haben, auf jeden Fall hier rauf lenkt. So wie ich es erwartet habe. Es scheint aber so, als würde es uns noch nichts nützen, deswegen klettern wir erstmal wieder runter, wenn ich den Runterweg wiederfinde. Interessant sind auch diese ganzen Menschen, die in Stein gemeißelt sind. Die zeigen jeweils irgendwas anderes. Er sieht aus wie so ein Politiker, während hier eine Fotografin, oder ist es ein Fotograf? Ich weiß jetzt gerade nicht. Müsste aber eine Fotografin sein. Auf jeden Fall verschiedene Berufe werden ja auch irgendwie jetzt so gezeigt und in verschiedenen Situationen. Hier scheint es eher so ein Streit zu sein. Also auf jeden Fall ist es relativ interessant hier. Jedoch müssen wir jetzt wieder runter und ich finde gerade den Runterweg nicht. Von wo bin ich hier hochgekommen? So, irgendwo müssen wir doch runterkommen. Ich laufe hier einfach an der Seite entlang und irgendwann werde ich einen Unterweg finden. Wie zum Beispiel hier. Oder auch nicht. Oh, warte. Das können wir einmal kurz anhören. Up there, you go around every hour and a half, time after time after time. You wake up usually in the mornings, and just the way that the track of your orbits go, you wake up over the Mideast, over North Africa. As you eat breakfast, you look out the window as you're going past, and there's the Mediterranean area, and Greece, and Rome, and North Africa, and the Sinai, the whole area. And you realize that in one glance, that what you're seeing is what was the whole history of man for years, the cradle of civilization. And you go around down across North Africa and out over the Indian Ocean, and look up at that great subcontinent of India, pointed down toward you as you go past it. And Ceylon off to the side, Burma, Southeast Asia, out over the Philippines, and up across that monstrous Pacific Ocean. Vast body of water. You've never realized how big that is before. And you finally come up across the coast of California and look for those friendly things. Los Angeles and Phoenix, and on across El Paso. And there's Houston. There's home. And you look, and sure enough, there's the Astrodome. And you identify with that, you know? It's an attachment. And down across New Orleans, and then looking down to the south, and there's the whole peninsula of Florida laid out. And all the hundreds of hours you spent flying across that route, down in the atmosphere, all that is friendly again. And you go out across the Atlantic Ocean and back across Africa. And you do it again, and again, and again. And that identity, that you identify with Houston, and then you identify with Los Angeles, and Phoenix, and New Orleans, and everything. And the next thing you recognize in yourself is you're identifying with North Africa. You look forward to that. You anticipate it. And there it is. That whole process begins to shift of what it is you identify with. When you go around it in an hour and a half, you begin to recognize that your identity is with that whole thing. And that makes a change. You look down there, and you can't imagine how many borders and boundaries you crossed again and again and again. And you don't even see them. At that wake-up scene, the Mideast, you know there are hundreds of people killing each other over some imaginary line that you can't see. From where you see it, the thing is a whole, and it's so beautiful. And you wish you could take one from each side in hand and say, look at it from this perspective. Look at that. What's important? And so a little later on, your friend, again those same neighbors, another astronaut, the person next to you goes out to the moon. And now he looks back and sees the Earth
not as something big where he can see the beautiful details, but he sees the Earth as a small thing out there. And now that contrast between that bright blue and white Christmas tree ornament and that black sky, that infinite universe, really comes through. The size of it, the significance of it, it becomes both things. It becomes so small and so fragile, and such a precious little spot in that universe that you can block it out with your thumb. And you realize that on that small spot, that little blue and white thing is everything that means anything to you. All of history and music and poetry and art and war and death and birth and love, tears, joy, games, all of it is on that little spot out there that you can cover with your thumb. And you realize that that perspective, that you've changed, that there's something new there, that relationship is no longer what it was. And then you look back on the time when you were outside on that EVA and those few moments that you had the time because the camera malfunctioned, that you had the time to think about what was happening. And you recall staring out there at the spectacle that went before your eyes. Because now, you're no longer inside something with a window looking out at a picture. But now you're out there, and what you've got around your head is a goldfish bowl, and there are no limits here. There are no frames. There are no boundaries. You're really out there, over it, floating, going 25,000 miles per hour, ripping through space, a vacuum, and there's not a sound. There's a silence, the depth of which you've never experienced before. And that silence contrasts so markedly with the scenery and the speed with which you know you're going. That contrast, the mix of those two things, really comes through. And you think about what you're experiencing and why. Do you deserve this? This fantastic experience? Have you earned this in some way? Are you separated out to be touched by God to have some special experience here that other men cannot have? You know the answer to that is no. There's nothing that you've done that deserves that earned that. It's not a special thing for you. You know very well at that moment, and it comes through to you so powerfully, that you're the sensing element for man. You look down and see the surface of that globe that you've lived on all this time, and you know all those people down there. They are like you. They are you. And somehow you represent them when you are up there. A sensing element. That point out on the end. And that's a humbling feeling. It's a feeling that says you have a responsibility. It's not for yourself. The eye that doesn't see does not do justice to the body. That's why it's there. That's why you're out there. And somehow you recognize that you're a piece of this total life. You're out on that forefront and you have to bring that back somehow. And that becomes a rather special responsibility. It tells you something about your relationship with this thing we call life. And when you come back, there's a difference in that world now. There's a difference in that relationship between you and that planet, and you and all those other forms of life on that planet, because you've had that kind of experience. It's a difference, and it's so precious. And all through this, I've used the word you because it's not me. It's not Dave Scott. It's not Dick Gordon, Pete Conrad, John Glenn. It's you. It's us. It's we. It's life. It's had that experience. And it's not just my problem to integrate. It's not my challenge to integrate, my joy to integrate. It's yours. It's everybody's. Russell Schweikart, 1975. Okay. Damit ist das auch endlich vorbei. Diese diese Kassetten, das dauern auf jeden Fall ziemlich lange. Währenddessen habe ich auch schon einiges anderes gefunden. Und ich bin jetzt zum Beispiel diesen einen Extra-Raum, wo ich jetzt auch wieder so ein Theaterstück gefunden habe.
Und ja, ich habe noch so ein extra Race gefunden, wo es nur 2 Möglichkeiten gab, deswegen habe ich es einfach nur mit beiden probiert. Ich weiß bloß nicht, was das eine dann mir bringt. Und zusätzlich hatte ich ja noch in den Wolken noch so eine extra Form entdeckt, bloß wusste ich nicht genau, wie ich damit weitermachen soll. Und jetzt bin ich ein bisschen weitergegangen. Okay, das sieht nach einem komplett anderen Abschnitt aus. Das sieht sogar nach einem Tutorial aus. Das war jetzt noch nicht so schwer. Aber da haben wir doch ein Tutorial. Da finden wir doch endlich mal raus, wie das funktioniert. Okay. Ah, okay, die müssen einfach nur die Form beinhalten. Das heißt, das müsste wahrscheinlich so sein. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall ein bisschen anders. So, das sollte dann so funktionieren. Und das müsste das heißt so, so, so und so. Dann bis zum Endpunkt. Einmal so rum und fertig. Okay. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Geht's noch weiter? Ja. Okay. Ah, diesmal sind 2. Okay. Wie funktioniert das? Kann ich das einfach so machen? Ja. Das heißt, die sind einfach nur verbunden. Das heißt, ich kann es auch einfach... Ah, richtig. So funktioniert das nicht. Das heißt, ich müsste es... Und darf ich einfach so machen? Ah, also kann ich es einfach verbinden. Super. Das war einfach viel. Das heißt, ich kann es auch einfach so machen. Geht das hier auch? Ich denke nicht. Oh doch, das geht. Ich hatte gedacht, weil es sonst zu einfach wäre. Geht's auch hier? Okay. Das heißt, ich darf es tatsächlich einfach nur verbinden. Okay, das ist auf jeden Fall anders. Ich darf es aber nicht so machen, oder? Nee, die Form muss schon behalten werden. Das heißt, ich darf es aber so machen. Okay, damit habe ich das verstanden bisher. Dann gehen wir hier hin. Machen dieses Rätsel. Auf jeden Fall das einmal. Warte, wie funktioniert das? Ich dürfte es doch so einfach machen, oder? Nein, nicht da lang. Da lang und dann so. Ja, sehr schön. Dann hat das funktioniert. Hier müssen die nächsten Plattformen erst auftauchen, bevor ich weiter kann. Wie komme ich denn noch weiter? Ich habe das jetzt gelöst. Oder gab es noch einen zweiten Ausweg? Nee, scheint nicht so. Und führt denn das Kabel? Absolut keine Ahnung. So, das sind zumindest diese Formenrätsel. Ich müsste das doch richtig gelöst haben. Ja, richtig gelöst ist es auf jeden Fall, aber müsste ich nicht hier entlang? Wieso ist nur diese Seite aktiviert worden? Und sollte irgendwas passieren? Oder muss ich noch irgendwo anders was vorher machen?
Kann ja auch sein. Wenn ich zurückgehe. So, dadurch kann ich auf jeden Fall nicht wandern. Da hinten ist auf jeden Fall noch etwas. Wie komme ich da hin? Wenn ich... Okay, da ist ja das Tor. Wenn ich diesen Weg gehe. Habe ich einen Überblick auf das Gebiet. Ist das der Weg, von dem ich gekommen bin? Ich weiß es gerade nicht. Diesen Weg bin ich noch nicht gegangen, okay. So, hier hätte ich auf jeden Fall einen Überblick. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Weg zu irgendwas. Und diese Plattformen sind mir im Weg. Ich kann es aber so rum machen. Die sind ganz weit weg, ja. Nochmal kann ich das nicht machen, glaube ich. Ne, nur einmal. Ich weiß nicht, ob das auch wichtig ist oder nur für 100% wichtig. Da ist noch etwas. Das funktioniert aber auch nicht. Was habe ich denn sonst noch? Hier auf jeden Fall nichts mehr. Ist wahrscheinlich ist das Einzige, was ich hier zu tun habe. Hier haben wir den zweiten Weg. Dann kann ich hier entlang rennen. Und befinde mich dann hier. Hier fehlen Plattformen. Und hier fehlt mir auch irgendwas. So, ich kann auf jeden Fall hier durchrennen. Bleibe dann hier stehen. Wo muss ich lang? Das ist eigentlich so eine der Hauptfragen in dem Spiel. Wo muss ich lang? Wenn man ein Rätsel hat, weiß man ja, dass man daran weitermachen muss. Jedoch, wenn man erstmal irgendwas finden muss, ist es etwas schwieriger. So, dann gehen wir wieder hier hoch. Dann ist das anscheinend nicht der richtige Weg. Also noch nicht. Warte, wo renne ich jetzt gerade lang? Wo muss ich jetzt... Wie komme ich wieder zurück? Ich muss durch diese eine Höhle doch laufen. Diesen Weg muss ich nehmen, ja. Okay. Ist da irgendwas? Scheint nicht so. Und wenn ich jetzt hier erstmal vorbei renne und dann weiter, das Spiel weniger Längen wird. Dabei spiele ich noch nicht mal auf höchster Grafik. Aber es ist in Ordnung. Wenn ich jetzt hier entlang renne, komme ich... nirgendwo Interessantes. Das hat auch nicht mehr viel mit dem anderen Rätsel zu tun. Das heißt, ich renne wieder zurück. Also entweder muss ich noch irgendwo was erledigen, oder ich übersehe da was. Und jetzt fängt das richtig an zu ruckeln. Spiel, beruhig dich bitte. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich die ganze Zeit laufe.
Wenn ich das hier nochmal machen würde. Ups. Wieder zurück, wieder zurück. So. Dann ändert das nichts. Was zu erwarten war. Aber sonst sehe ich hier auch nichts. Oder muss ich das Rätsel anders lösen? Was irgendwie keinen Sinn ergeben würde. Nee, wie soll ich das noch anders lösen? Ich könnte höchstens... Also das muss ja richtig... Das muss ich ja so machen. Nicht so. So. Ich könnte... Ne, das darf ich ja nicht mal... Auch nicht machen. Ich kann ja nicht mal was anderes machen. Ich muss das ja so lösen. Übersehe ich irgendwas? Ah, dann müssen wir hier wahrscheinlich erst später wieder herkommen. Aber na gut, das war's dann für den Part und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao.